Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und einen Gruß an Lilian. Neue Location. Du wolltest immer, dass ich keine weiße Wand habe. Jetzt habe ich keine weiße Wand mehr. Ach nee, warum ich dieses Video aufnehme? Ich bekomme hier so mittlerweile so viele, ja, schlaue Sachen. Ne? So, warum baust du so teuer? Ich baue das für die Hälfte des Preises. Für die Hälfte des Preises baue ich dir einen Palast und noch mehr. Und ach Gott, was die alle versprechen, die ganzen Leute. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Aussage kommen kann. Was macht euch denn so sicher, dass ihr für die Hälfte des Preises bauen könnt? Nur mal so am Rande. Also wenn du Bauunternehmer sein solltest, ne, dann müsstest du doch viel mehr Eckdaten wissen wollen von mir, bevor du irgend so einen Scheiß von dir gibst. Ne? Aber gut. Zum Beispiel, wie hoch sind denn überhaupt die Stützmauern? Weißt du das? Wie breit sind die Stützmauern? Weißt du das auch? Habe ich in keinem Video gesagt. In keinem einzigen Video. Oder weißt du überhaupt, wie groß die Villa an sich ist? Weißt du das? Ein Scheiß weißt du. Woher denn auch? Habe ich da gar nicht gesagt. Aber du klopfst dann, oder nicht nur du, es sind ja mehrere, ne? Ich baue dir eine Villa zur Hälfte des Preises und daraus einen Palast. Also, wenn ihr mal sachlich sein wollt, ne? Und mir eine Frage stellt, okay, bin ich dabei, gebe ich euch eine Antwort, aber bitte nicht irgend so ein Bullshit. Bitte kein Bullshit. Ja, ich baue dir das für die Hälfte des Preises oder du wirst verarscht, du wirst abgezockt oder Gott weiß was ich mir anhören muss und ihr seid die Besten und macht eine Villa für die Hälfte des Preises. Was meinst du, was du damit bekommst? Was meinst du, warum wir überhaupt selber angefangen haben zu bauen? Meinst du, wir wollten den Scheiß haben, den die ganzen Bauunternehmer, die hier verkaufen, für die Hälfte des Preises? Meinst du, wir wollten das? Wir haben uns die Scheißvillen angeschaut. Feuchtigkeit, Schimmel. Es wurde gespart an allen Materialien. Und da willst du mir erzählen, du kannst für die Hälfte des Preises ein Haus und einen Palast bauen? Also bitte, bleibt sachlich. Ne? Also ihr habt keine Ahnung, was ich hier baue, wie groß ich baue und wie hoch ich baue. Keine Ahnung habt ihr und erzählt mir, ihr könnt für die Hälfte des Preises irgendein Bullshit vom Stapel lassen. Den Scheiß habe ich gelöscht. Auf Facebook habe ich mal kurz versucht zu erklären, ja, warum es so teuer wird. In den Videos versuche ich auch zu erklären, warum es teuer wird. Aber wenn man sich einfach nur irgendwie mal kurz was anhört, irgendwas, oh, den Preis sieht, ich kann das für die Hälfte des Preises, ja, dann wisst ihr gar nichts. Dieses Haus sollte für uns selber sein. Wir haben für uns selber gebaut. Warum? Weil wir den Rotz von da draußen nicht haben wollten. Wir wollten keinen Schimmel. Wir wollten nicht die Probleme, die alle anderen haben, wenn sie ein Haus gekauft haben für die Hälfte des Preises. Wollten wir alles nicht. Oh, da regnet es oben rein und ich weiß nicht woher und so ein Scheiß. Wie viele Stories muss ich mir anhören von irgendwelchen Käufern, die sich was gekauft haben für die Hälfte des Preises? Also erzählt mir nichts. Wir haben extra, wenn wir was Gutes gefunden hätten oder wenn ihr mal die Videos angeschaut hättet, die ich von Anfang an produziere, ja, dann wüsstet ihr zum Beispiel, warum kaufen wir und warum bauen wir. Allein schon dieses Video wäre schon aufschlussreich, warum wir selber bauen. Wir bauen deshalb, weil wir anders bauen wollen und nicht billig. Wir wollen nicht billig und die ganzen Probleme haben oder was uns fehlt. Wir wollen etwas haben, was dem Traum nahe kommt. Ob es realisierbar ist, ist natürlich schwierig.
Es hängt von vielen Faktoren ab. Aber ausschlaggebend ist immer Geld. Billig kann jeder bauen. Ich könnte diese Villa auch für die Hälfte des Preises bauen. Natürlich. Aber dann würde es regnen von oben rein. Da würde es von unten hoch schimmeln. Man hätte Pappwände. Man hätte keine Luftwärmepumpe. Man hätte Strom unter den Füßen als Fußbodenheizung statt Wasser, was erhitzt wurde. Man hätte irgendwo eine scheiß Küche mit irgendwelchen scheiß Geräten drin. Man hätte scheiß Fliesen für den Pool. Es gibt so viel Sachen, wo man sparen kann, was ihr überhaupt nicht wissen könnt. Die beurteilen, ich könnte für die Hälfte des Preises bezahlen, das Ganze. Na, die sitzen in Deutschland. Ich meine, ihr habt ja gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Geht mal ich muss mal in den scheiß Fliesenladen gehen, ja, und euch mal zeigen, was Fliese A und Fliese B kostet. Was kostet Mosaiksteinchen? Oder sollte ich lieber Fliesen machen, auch in den Pool? Oder sollte ich den Pool etwas vielleicht kleiner bauen? Weißt du, nur so 5 Meter lang und dann 2 Meter breit oder so? Oder soll ich den einfach wie jetzt bauen, 25 Meter lang und 4 Meter breit? Ich meine, das sind so Faktoren, ja? Da habt ihr überhaupt gar keine Ahnung. So ein Bullshit mir zu erzählen, ihr könnt für die Hälfte des Preises bauen. Keine Ahnung habt ihr. Für die Leute, tut mir leid, die mich schon länger erkennen, ja, und die Videos auch schon lange verfolgen, die wissen auch, wie viel Qualität ich hier reinstecke. Aber es gibt ja so Idioten, die von der Couch aus irgendeinen Scheiß schreiben, ne? Hoch, das ist ja viel zu teuer. Haben sich ein paar andere Videos angeschaut und sehen Villa für 500.000 und denken, der Idiot baut die für 500.000. Also, Leute, geht doch mal selber. Also ich rede jetzt über die Leute, die so von Sofa aus quatschen, noch nie in der Villa waren oder beziehungsweise keine Ahnung von der Qualität haben. Ich war in einer Villa gewesen, ja. Ich mach das Licht an, ja, und dann gibt es Kabelbrand. Willst du so eine fucking Villa für 500.000 kaufen? Die wurde für den halben Preis gebaut. Bitteschön. Ich meine, den ganzen Scheiß danach willst du auch nicht haben. Aber, naja, Versuch mal klug, mach's doch besser wie ich. Mach's doch einfach besser, statt dumm rum zu quatschen. Oder kauf dir doch einfach eine Villa für einen halben Preis. Dann wirst du schon haben. Wer billig kauft, kauft zweimal. Bitteschön. Das ist schon überall so gewesen und wird auch so bleiben. Einen schönen Abend noch. Wisst Bescheid, was ich mache. Ciao.